Buongiorno Milano. And good morning to the interpreters. I will now switch to German. Deutsch, die Sprache unter anderem der beiden großen Schriftsteller Josef Roth und Stefan Zweig, die vor genau 100 Jahren bereits erkannten, all die Probleme, die unseren Kontinent noch erschüttern würden. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Damen und Herren, zuallererst darf auch ich mich beim amtierenden Vorsitzenden der OSCE, Außenminister Enzo Moavere Milanesi, für die herzliche Gastfreundschaft hier in Milan und für die perfekte Organisation unseres Treffens bedanken. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, wir blicken erneut auf ein turbulentes Jahr zurück, das uns wieder vor Augen führt, wie fragil unser multilaterales Sicherheitssystem geworden ist. Gerade der jüngste gefährliche Vorfall in der Straße von Kertsch verdeutlicht, wie bitterernst die Lage ist. Mit der OSCE verfügen wir über eine Organisation, die Grundlagen und die notwendigen Werkzeuge zur Konfliktverhütung anbietet. Es gelingt uns allerdings nicht, dieses Potenzial erfolgreich einzusetzen. Vielmehr spiegelt der Zustand unserer Organisation die globale Großwetterlage wider. Die Verletzung grundlegender Werte der Schlussakte von Helsinki und die Missachtung der Charta von Paris und die Krise in und um die Ukraine sowie das Dahinsimmern der Konflikte von Bergkarabach und in Georgien, all das ist Grund genug für wachsendes Misstrauen. Die Zeit drängt, all diese gefährlichen Entwicklungen aufzuhalten und in eine neue Richtung umzudrehen. Das Beschwören eines Dialogs allerdings wird nicht ausreichen. Wir müssen diesen Dialog auch konsequent führen und wir brauchen dazu den Mut, Coraggio, wie es bereits heute mehrfach erwähnt wurde. Denn ohne diesen Mut für Kompromisse werden wir einfach zu keinem Konsens kommen. Und der Konsens ist die Grundlage unseres Handelns in der OSZE. Der Konsens ist die hohe Tugend der Diplomatie. Eine Tradition, die gerade im orientalischen, im südosteuropäischen, aber auch im östlichen Mittelmeerraum entwickelt wurde, wo man eben nicht nach dem Prinzip the winner takes it all handelt, sondern so handelt, dass alle ohne Gesichtsverlust aus einem Treffen wieder rausgehen können und daher auf gleicher Augenhöhe miteinander verhandeln. Kompromiss bedeutet nicht die Aufgabe grundlegender gemeinsamer Prinzipien. So kann etwa eine Anerkennung der illegalen Annexion der Autonomen Republik der Krim und der Stadt Sewastopol nicht geben. Kompromissfähigkeit bedeutet vielmehr, den politischen Willen aufzubringen, aufeinander zuzugehen, Gemeinsames zu bewahren, Provokationen zu vermeiden, Versöhnung zu finden und damit Verbindung zu schaffen. All das machen wir auch im Dienste der Bevölkerung, der Zivilbevölkerung, die oftmals in all den genannten Gebieten einfach nur den Alltag versucht zu bewältigen. Ich darf an die Gründung der KSZE, der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, vor fast einem halben Jahrhundert erinnern. Selbst in einer so schwierigen Phase, wie sie damals während des Kalten Krieges herrschte, wurde trotz aller Widrigkeiten miteinander gesprochen. Es wurde versucht, über innovative Diplomatie wie die Körbe Neues zu erarbeiten. Nur so konnte die Schlussakte von Helsinki, das Fundament unserer Organisation, zustande kommen. Im historischen Kontext stellt sich sodann die Frage, ob es ohne jene KSZE überhaupt eine Wende in Europa gegeben hätte. Ich glaube es nicht. Die KSZE war die Wegbereiterin jener epochalen Umwälzungen Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Die KSZE hat Entstehung und Zerfall von Staaten, fundamentale gesellschaftliche Umbrüche und folgenreiches Systemwechsel erlebt. Was sie aber auszeichnet, das war durchwegs Respekt gegenüber Gespräch und Verhandlungen. Ich hatte das große Privileg, im Dezember 1993 bei dem Übergang von der KSZE in die OSZE in Rom mit dabei zu sein. Und ob es jetzt der Geist von Helsinki, der Geist von Rom, der Geist von Wien oder der Geist heute hier von Mailand ist, lassen Sie uns in diesem Sinne zusammenarbeiten. Ich sehe Bereiche, wo es uns nämlich gelingt, das Potenzial der OSZE effizient und nachhaltig zu nützen. So weist uns der strukturierte Dialog den Weg, wie verloren gegangenes Vertrauen behutsam
wieder aufgebaut werden kann. Die 5+2 Gespräche zeigen uns, wie mit Geduld und politischem Willen auch Konkretes erreicht wird. Ein weiterer Bereich, in dem unsere Organisation ihre Stärken erfolgreich entfaltet, sind die 3 autonomen Institutionen, die 16 Feldoperationen sowie die thematischen Einheiten des Sekretariats. Sie allen bieten teilnehmenden Staaten maßgeschneiderte Programme zur Weiterentwicklung von Demokratie, Rechtsstaat, wirtschaftlichen Grundlagen und der Prävention von Konflikten. Ich durfte diese Feldarbeit immer wieder, gerade auch im zentralasiatischen Raum, miterleben und darf damit all jenen, die hier hinter den Kulissen arbeiten, Knochenarbeit, Kleinarbeit leisten, meinen Respekt zollen. Angesichts all dessen erfüllt mich die zunehmende Infragestellung dessen, was wir bisher in der menschlichen Dimension erreicht haben, mit Sorge. Der Schutz grundlegender Menschenrechte, der Dialog mit der Zivilgesellschaft zur Einhaltung eben dieser Rechte, das alles stellt eine kostbare Errungenschaft dar. Wir laufen Gefahr, durch die Demontage eines dieser 3 Pfeiler unserer Organisation ernsthaft zu unterminieren. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kollegen, ich möchte mein Plädoyer für die OSZE und meine Hommage an die Diplomatie mit einem Verweis auf die Einzigartigkeit unserer Organisation schließen. Den umfassenden Zugang zur Sicherheit aus 3 verschiedenen Blickwinkeln. Diese einmalige Konstellation verleiht der OSZE ihr kreatives und ihr überzeugendes Potenzial. Es bedarf aufrechter Dialogbereitschaft und professioneller Diplomatie, um dieses Potenzial voll zur Geltung zu bringen. Daher das Motto des italienischen Vorsitzes weist uns den Weg. Dialogue, Ownership, Responsibility. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen die Aufrechterhaltung von Ehrlichkeit, die Dinge beim Namen zu nennen, damit wir auch Methoden entwickeln, die Probleme unter Kontrolle zu bringen. Und mögen wir nicht in einen Zynismus verfallen, denn der Zynismus führt uns gerade auch hier nicht weiter, sondern wahrscheinlich nur in eine Verhärtung und in ein Patt. Ich darf damit das Wort weitergeben an die hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini.